So, es gibt, Überraschung, Neues von der NSA-Affäre. Das war ja die Nachricht des Sommers, dass diese armen Geheimdienstschweine ernsthaft meine E-Mails lesen müssen. Das wünscht man keinem. So, und am Dienstag, da tagte nun das zuständige Kontrollgremium des Deutschen Bundestages. Und unser alter Freund, das Pofalla, der lichtscheue Geselle, hatte da richtig gute Nachrichten. Als Zwischenergebnis zu Prismen konnten wir 8 Dokumente, die auf Seiten des amerikanischen Partners deklassifiziert worden sind, dem Kontrollgremium vorlegen. Die Amerikaner sind total nett. Ja, wirklich. Die haben uns deklassifizierte Dokumente sehen lassen. Zum ersten Mal. Hier, kein Witz. Das ist eines der deklassifizierten NSA-Dokumente, mit denen Gollum Pofalla ernsthaft vor den Kontrollausschuss gezogen ist. Gucken Sie, das ist kein Witz. Hammer, oder? Hier, da. Ist das toll? Damit traut er sich vor ein Kontrollgremium. Hier, dürft ihr lesen. Meine Fresse, du. Ja. Gut, das hier oben war eh klar, aber das hier unten hätte ich nie gedacht, muss ich sagen. Mehr Transparenz geht nicht. Und die NSA-Pressearbeit unserer Bundesregierung, die ist ja insgesamt top. Ich sag mal, die Jungs, die kannst du alles fragen. Das kann ich im Detail gar nicht sagen. Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob NSA-Mitarbeiter auf deutschem Boden arbeiten und ich weiß auch gar nicht, was sie da arbeiten. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen, aber ich weiß es noch nicht. Ich dachte, jetzt macht er jeden Moment zu den Journalisten so. Ja. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht wissen, meine Damen und Herren. So einfach beendet man in Deutschland heutzutage Skandale. Skandal beendet. Ne? Wenn der Barschel das gewusst hätte, hätte er sich kein Badewasser eingelassen, meine Damen und Herren. Ne? Das konnte die Regierung doch gar nicht wissen, was die Amerikaner bei uns abziehen. Konnten sie nicht. Zum Beispiel bei diesem Horchposten da im hessischen Griesheim. Ne? Woher soll unsere Regierung sowas wissen? Okay, sie hätten vor 10 Jahren die Hessenschau gucken können, das stimmt. Hier wäre man in der Lage, erstens Ihren ganzen Telefonverkehr abzuhören, alle E-Mails, die Sie schreiben, also all das, was Sie am Computer produzieren, wäre man in der Lage mitzulesen. Ja, gut. 2003, vor 10 Jahren hätte man es wissen können, aber wer guckt schon in Berlin die doofe Hessenschau, meine Damen und Herren? Mich regt das tierisch auf, immer noch, aber im Wahlkampf spielt das NSA-Thema merkwürdigerweise fast keine Rolle. Herzlich willkommen zu einem ZDF-Spezial mit Christian Ehring. ZDF-Spezial. NSA-Skandal geht den Deutschen am Arsch vorbei. Mit Christian Ehring. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Ja, Christian, deutsche Grundrechte werden ja, soweit wir wissen, massiv weiter verletzt. Aber es juckt irgendwie keinen. Warum eigentlich? Ja, warum? Es ist halt ein wahnsinnig technisches Thema. Dieses ganze Internet ist ja für viele ein totales Mysterium. Gerade für ältere Menschen. Das Internet ist für uns alle Neuland. Eben. Ist auch so eine Modeerscheinung, dieses Internet. So wie Schulterpolster und Karottenjeans. Ja, absolut. Aber ich verstehe das wirklich nicht, diese jetzige Lethargie. Die Wähler müssten doch stinksauer sein. Ach, der Wähler, dem ist das viel zu kompliziert. Die ganzen Abkürzungen schon mal. NSA, NSU, CDU. Steigt doch kein Schwein durch bei dem Kram. Verstehen Sie mich nicht falsch. Der Wähler will sich im Sommer schon gruseln, aber eher über sowas hier. Schnappschildkröte Lotti weiter auf der Flucht. Das ist ein Sommerskandal. Die Bestie hat ja einem Kind die Achillessehne durchgebissen. Ja. NSA. Wie viele Sehnen haben die denn durchgebissen? Keine einzige. Das ist eine Art Argument. Trotzdem, wir haben gewählte Volksvertreter in Deutschland und die sollen gefälligst meine Rechte schützen. Feierabend. Ja, können die doch gar nicht. Wie sollen die das denn machen? Mit Bodentruppen in die USA einmarschieren oder was? Nein, das Einzige, was die machen können, ist so Tipps geben. Ich achte darauf, dass ich am Telefon, sag mal, wenn es irgend geht, keine Namen nenne. Wie keine Namen am Telefon? Keine Namen. Und wenn meine Tante nächste Woche 80 wird, rufe ich an, wer ist denn da? Geht dich in Scheiß an, aber herzlichen Glückwunsch. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Natürlich. So muss man's machen. Ja, also, wenn ich muss sagen,
Wenn ich Leuthäuser Schnarrenberger heißen würde, würde ich meinen Namen auch nicht nennen am Telefon. Da spare ich, glaube ich, eine Woche, wenn ich das im Jahr nicht sage. Ja, ich mache es inzwischen so, ich nenne nicht mal mehr meine Kinder beim Namen. Ja, aus Sicherheitsgründen. Ey, Dings und Bums, räumt eure Zimmer auf. Es ist doch so, wer seine Daten nicht selber schützt, provoziert doch die Geheimdienste. Ne, das ist wie bei einer Frau, die einen zu kurzen Rock anzieht. Die darf sich dann auch nicht beschweren, wenn ich mich in der U-Bahn an ihr reibe. Was? Nur so ein Beispiel jetzt. Ah. Im Übrigen hat doch unsere Bundeskanzlerin im TV-Duell die entscheidenden und ich behaupte abschließenden Worte zum NSA-Skandal gesagt. Der NSA hat uns hier Auskunft gegeben. Darauf muss ich erst mal vertrauen. Ich habe jedenfalls keinen Anlass, dem nicht zu vertrauen. Bravo, absolut keinen Anlass. Mal ein bisschen Vertrauen. Ja, jetzt mal ehrlich. Wenn wir nicht mal mehr den Geheimdiensten vertrauen, liebe Leute, irgendwann vertrauen wir dann nicht mal mehr den Hütchenspielern. In so einer Welt möchte ich nicht leben. Ich schon. Heute ist rausgekommen, gerade heute, dass die NSA alle gängigen Verschlüsselungstaktiken für E-Mails und Online-Banking längst geknackt hat. Daten selber schützen, am Arsch die Räuber, Herr Ehring. Ach du Scheiße. Was? Halten Sie mal kurz den Rand, Welke. In Bayern gibt's eine Spur von Schildkröte Lotti. Oh. Die läuft amok in einem Altenheim. Ich muss weg. Christian Ehring, meine Damen und Herren.